Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, heute das Video ein bisschen später als gewohnt, nicht so wie 15 Uhr, so wie immer. Ja, ich habe, muss ich einfach so sagen, habe verpennt. Ja, ich hatte heute Nachtschicht gehabt, bin heute rausgekommen und habe jetzt, einfach zu lange geschlafen. Aber ich, hoffe, das ist mir zu entschuldigen auf jeden Fall. Ne? Dafür gibt es jetzt heute W50 Action. Ja, auf dem guten alten Krieger. Wir sind auf Platz 51 gerade. Das ist relativ weit unten. Da sollten wir, denke ich mal, keine Probleme haben, uns ein bisschen hier hochzukämpfen. Ansonsten immer ziemlich krampf, muss ich sagen. Hier die Daily Fights, weil auf W50 ist das wirklich mit Arbeit verbunden hier. Ja, die Konkurrenz ist hier wirklich extrem stark und ich bekomme nur starke Gegner vorgeschlagen. Die mich dann dazu veranlassen, noch mehr zu kämpfen. Und das kann sich manchmal echt in die Länge ziehen. Aber dadurch, dass wir hier auf Platz 50 waren oder so, können wir uns da ein bisschen hochfighten. Ja, ansonsten Plan für heute, fürs heutige Video. Ja, siehst du, das sieht doch schon mal wieder gewohnter aus auf jeden Fall. Plan fürs heutige Video, wir wollen einmal in den Dungeon rein. Und zwar in die altehrwürdige Zauberschule. Hier haben wir den sanften Riesen vor uns. Ne? Der hat eine Gewinn, eine Chance, dass wir gewinnen von 0,7, 0,8%. Relativ wenig. Ich will es aber probieren, weil den Gegner danach, den können wir relativ easy besiegen. Das heißt, wir könnten uns hier relativ einfach zwei Dungeon-Gegner reinsnacken, wodurch wir dann definitiv wieder ein Level-Up wären. Ich habe es immer noch nicht gemacht, dass ich neue Steine mir eskippt habe. Da wollte ich ja immer noch mal ein bisschen abwarten. Und vor allen Dingen wollte ich jetzt warten, jetzt haben wir ja die ganzen neuen Dungeons, die jetzt rauskommen, die ja noch mal einiges an Level bescheren können. Ne, zumindest ein bisschen XP einbringen und umso höher man in der Stufe ist, umso besser werden ja auch die Edelsteine. Ne? Und ich habe Edelsteine, die sind jetzt bestimmt, ich kann jetzt Edelsteine finden, die sind jetzt bestimmt 1450 bis 1500 vielleicht mal so. Keine Ahnung, wenn es soweit ist, wenn ich denn skippen wollen würde. Und hier seht ihr, ich habe immer noch keine neuen hier, der Edelstein ist schon ganz, ganz alt. Und hier sind noch ganz viele, die auch sehr, sehr alt sind. Ne? Hier auch 1285 und so. Also da brauchen wir definitiv mal wieder ein bisschen was Besseres. Und ich weiß gar nicht, wo ich meine Lecci-Steine gelagert habe oder euch die irgendwo anders eingesetzt habe. Aber ich hatte ja sogar schon welche gehabt, die über 1400 waren. Die sind jetzt aber irgendwie nicht im Equip drin. Vielleicht habe ich die einem meiner Begleiter gegeben oder so. Ja, auf jeden Fall, wenn wir uns hier neu steintechnisch equipped haben sollten, das machen wir dann mal, wenn wir irgendwie Festungsevent haben oder so. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, das ist jetzt sogar bald Festungsevent, dass wir dann halt nur große Steine bekommen aus der Mine. Da wird es halt am meisten Sinn machen natürlich. Ne? Und da müssen wir mal schauen, dass wir bis dahin vielleicht noch ein ganz gutes Level zusammenkriegen und uns dann halt dementsprechend neu steintechnisch ausrüsten können. Und dann werden wir, glaube ich, noch besser dastehen in der Ehrenhalle. Also ich bin meistens am Ende des Tages, auch wenn ich meine Alu und alles so gespielt habe, bin ich schon oft in den Top 10 vertreten, tatsächlich. Top 10, Top 15 so. Ne? Könnte mich jetzt noch ein bisschen weiter hochfighten, wenn ich wollen würde. Könnt ihr noch, weiß ich nicht, ein paar Leute abfarmen, wenn dies der Fall wäre. Ich glaube, ihn könnte ich vielleicht schlagen. Nö, okay, aber knapp. 63:50. Ja, da ist auf jeden Fall was möglich. Wir haben 64:50. Also statpunkt-technisch sind wir da auch vor ihm. Deswegen, da kann man vielleicht noch den einen oder anderen Gegner hier snacken. Ansonsten, sind die alle schon ziemlich, ziemlich stark. Also da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ja, auf jeden Fall gucken wir mal in die Dungeons rein. Ansonsten mit der Holzfällerhütte läuft auch soweit alles. Wir sind momentan in der Raid-Phase mal wieder angekommen. Wir hatten lange Zeit keine Raids gemacht, sondern nur Angriffe. Und das ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache, weil die Raids geben natürlich auch Erfahrung.
Was jetzt dadurch passiert ist, dass wir jetzt wieder auf Raids gegangen sind lange Zeit, ist, dass wir natürlich keine Fights mehr machen konnten, keine Gildenkämpfe, wodurch wir jetzt von Platz 5 auf Platz 6 gerutscht sind. Ne? Weil die anderen Gilden natürlich jetzt weiter fighten, die haben schon ihre Raids gemacht, soweit, die sind bei 87, ja, 95, 95, 96 und 97 und wir waren da ein bisschen hinterher, wir sind jetzt bei 75, mal schauen, wie weit wir kommen, nehmen da die Erfahrung mit für die komplette Gilde und wenn wir damit fertig sein sollten, dann machen wir natürlich auch wieder Angriffe. Shadowhunters bei 93 hier, 71, 84, 89, 80, ne? Also die sind alle echt gut unterwegs hier. Die Konkurrenz, wie gesagt, die schläft hier nicht auf dem Server. Das ist extrem krass, wie aktiv das hier alles ist. Also wirklich echt heftig. Und ja, deswegen, wir holen da jetzt ein bisschen auf mit den Raids und werden dann versuchen, so schnell wie möglich dann wieder Angriffe zu machen, damit wir wieder auf Platz 5 kommen könnten. Ja, bis dahin verlieren wir aber weiterhin noch ein bisschen Ehre, weil die anderen Gilden natürlich hier auch nicht schlafen. Ja, genau. Gut, gehen wir mal rein in die Schattenwelt. Mal schauen. Vorerst gehen wir mal kurz. Und wir gucken mal, ob wir hier... Wo war er gewesen? Ich sehe hier immer noch nicht so ganz durch. Hier, ne? Hier, der sanfte Riese. Wie gesagt, die Chance ist nicht sehr hoch. Ja, aber wenn wir den klatschen sollten, ne, dann liegt der nächste Gegner eigentlich relativ easy. Ich hatte da schon nachgeschaut. Die Prozentchancen sind da ziemlich hoch für den nächsten Gegner. Aber der sanfte Riese, der wird jetzt erstmal das Haupthindernis werden. Ne? Wir gucken nochmal ganz kurz, bevor wir in die Dungeons reingehen. Aha, hier haben wir nämlich den Übeltäter. Ja, bevor wir nämlich da weitermachen. Ist immer nochmal wichtig, dass man vielleicht nochmal sein Equipment checkt, bevor man in die Dungeons reingeht. So, jetzt haben wir den nötigen Skillpunkt zusammen. Habe ich nämlich hier eine neue Waffe für den Markpfad geklärt. Weiß gar nicht, wann das geschehen ist, aber ich habe jetzt auch schon lange keine Dungeons mehr gemacht. So, jetzt kämpfen wir hier mit den besten Voraussetzungen. Oh. Ja, ich glaube, da hat der Marktwart ein bisschen geregelt hier anscheinend, ne? Dunkler Geisterjäger, Horrorhaus in der Schattenwelt bezwingen. Sehr schön, haben wir das auch wieder freigeschaltet. Also schaltet man wohl frei ab dem nächsten, ab dem nächsten Dungeon, den man dann klatscht, ne? Also ihr seht, seitdem habe ich auch nichts weiter besiegt hier. Ja, böser Junge aus gutem Haus. Ne? Wir haben neues Epic, Stärke. Minus 22. Ist so gut, schmeißen wir mal weg. Haben wir das auf jeden Fall. Und ja, dann sind wir wieder ein Level up. Das heißt, unsere Steinchen werden wieder stärker. Ich bewahre mir das echt auf, so, ne? Ich muss mal schauen. Wenn jetzt der nächste Dungeon kommt, den nehmen wir dann auch noch mit. Der nächste wird dann ja nachher schon ein bisschen schwieriger, obwohl Lichtwelt könnte man auch noch immer, ja, denke ich mal, easy snacken. Mit dem Krieger. Das ist ja, mein Krieger ist ja mein Schwesterschar, den ich habe. Von den dreien, die ich spiele. Und ja, aber den kriegen wir auch noch schön ins Late Game. Late Game Krieger sowieso sehr, sehr nice. Und dann gucken wir mal, wie der Dungeon Gegner hier aussieht. Mal schauen, ob wir den besiegen können hier. Ja, okay. Ich lasse den Kampf laufen, weil weil der eventuell First Try sein könnte. Also wenn ich mich da nicht verguckt habe, war die Chance von dem sanften Riesen war bei 0,7 noch was. Und der böse Junge aus gutem Haus war dann wieder bei, keine Ahnung, bei 14% oder so. Also wirklich extrem, extrem krass, ne? Und ihr seht, die Kämpfe, ja, es ist eine Frage der Zeit, bis wir den hier gekloppt haben. Und danach haben wir ja wieder einen neuen, kompletten, oder was heißt neuen, aber wir haben einen kompletten Dungeon mal wieder dann damit gecleart, ne? Das ist der Endboss hier, 10 von 10. Und da ist er down. Und da sind wir Level up. Ja, und da haben wir neue Handschuhe. Und da haben wir 1000 Gold. Und da haben wir 300 Millionen XP. Let's go. Stufe 462 erreicht. Sehr schönes Ding. Nächster Dungeon. Ja,
und haben wir das hier auch erreicht und können auch wieder das zerlegen. Das braucht auch kein Schwein. Ja, neues Level Up, sehr schön. Und falls ihr noch Interesse habt, ja, ihr seht, wir haben hier einen Inaktiven auch in der Gilde, den müssten wir auch auswechseln. Ja, und hier unten haben wir auch einen, der ist auch schon länger inaktiv. Da haben wir jetzt aber vielleicht bald wieder einen, den wir da für reinnehmen können. Falls ihr Interesse habt, auch in der Holzfällerhütte hier zu spielen, ja, dann schreibt mir gerne hier auf dem Server, hier auf W50, schreibt mir gerne eine Nachricht. Schreibt uns auch gerne, wenn wir voll besetzt sind, hier an. Ne? Also nur, dass hier 50 Leute in der Gilde sind, heißt nicht, dass wir keine neuen Spieler aufnehmen. Ihr seht ja, es sind ja auch immer wieder mal ein paar inaktiv und die müssen dann halt eben auch ausgewechselt werden. Ne? Deswegen, falls ihr ja, in eurer Gilde spielt, hier weiter unten und eventuell ein bisschen weiter nach oben wollt oder so, keine Ahnung, oder eure Gilde zu inaktiv wird, ja, schreibt mich gerne an. Ne? Wie gesagt, auch wenn 50 Leute drin sind. Und dann können wir sehr, sehr gerne mal ja, drüber quatschen. Und dann könnt ihr auch, wenn ihr Langzeitspieler seid, ja, mit 320 Alu 50er Mount und euch so ungefähr, sag ich mal, in den Top 500 bewegt, so 500, 600, 700 vielleicht auch noch gerade so, ne? Dann könnt ihr sehr gerne mal hier bei mir anschreiben. Okay, das war's soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentare dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.